Herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld und heute geht's mal wieder dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben im letzten Update, und zwar bauen wir am neuen Häuserblock heute wieder weiter, damit wir auch ein bisschen vorankommen, bis dann der Umzug hoffentlich Mitte März, am besten Fall gegen meinen Geburtstag 19. März werden wird. Mein großer Plan ist ja, dass der Umzug sozusagen die ersten Lego-Bauten rüberziehen können, so als persönliches Geburtstagsgeschenk. Hoffen wir, dass es klappt. Drückt mir die Daumen, es wird demnächst auch wieder ein Update geben von der Baustelle. Es sind jetzt noch ungefähr, ja, wir haben Ende Februar, das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr ein bisschen weniger als 3 Wochen. Ob es klappt, ich hoffe, es klappt. Und ansonsten würde ich sagen, wir bauen heute hier weiter. Die große angekündigte Sache mit der Straßenbeleuchtung, Licht etc. kommt heute noch nicht, dafür ist noch nicht alles da. Aber wir bauen am Gebäude weiter. Vermutlich bauen wir vor allem am dem Gebäude auf der Seite hier drüben, also an der Kanzlei weiter, und zwar im hinteren Bereich, denke ich, denn da ist noch relativ viel offen. Da müssen wir noch ein bisschen am Treppenhaus, denke ich, arbeiten, am ersten Stock, und da gibt es einiges zu tun, vielleicht auch eine Inneneinrichtung. Wie immer, wir schauen einfach mal, was sich so ergibt heute, und ich würde sagen, wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt gerne dran. Nach der Werbung geht's los, und ansonsten, ja, vielen Dank! Und damit starten wir jetzt wieder direkt ins Speedbuild, und ihr seht, worum es heute geht, und zwar hier im Treppenhausbereich. Da habe ich jetzt angefangen, die Treppe weiter nach oben zu bauen. Ich musste ein bisschen schauen, weil ja die ganze Etage jetzt so eine Zwischenetage ist. Die ist ein bisschen höher, wie ihr sehen könnt, deshalb auch dieser Unterbau. Und da muss ich noch schauen, wie ich hier um die Kurve komme bezüglich dem Zugang zum Büro in der Kanzlei, die ja hier links ist, unter dem linken Modul, da zwischen den beiden Pfosten durch. Es war ein bisschen Arbeit, dann habe ich erstmal angefangen, hier weiter oben die Wände zu setzen und die Fenster. Das ist auch einiges an Arbeit zu tun. Ihr werdet später noch sehen, dass ich da nochmal ein bisschen umbauen musste, auf jeden Fall. Das ist nicht gar nicht so einfach mit den ganzen Zwischenetagen. Dann habe ich mir überlegt, wie mache ich dann überhaupt den Übergang, wie gehen die Treppen weiter. Das war auch nicht so einfach. Und am Ende, das werdet ihr auch gleich sehen, habe ich mir dann überlegt, dass die Treppe dann nicht sozusagen direkt oben drüber nach oben geht, wird in die nächste Etage, sondern dass wir die jetzt da vorne, da wo ich gerade baue, weiter nach oben führen werden. Das führt mich dazu, dass ich oben drüber, eine Etage drüber, wo ja das Schlafzimmer von dem Apartment sein wird, das wir im letzten Update gebaut haben, mehr Platz bekommt und wir auch die Fenster nach draußen bekommen. Deshalb wird es hier ein bisschen interessant, das ganze Gebaue. Ihr seht, ich habe einiges ausprobiert. Da seht ihr schon das Kabel für die Beleuchtung, das nach oben gezogen werden muss. Das habe ich da durch die Platte durchgezogen. Aber immer wieder Umbauarbeiten. Also es ist vielleicht am Ende des Updates von heute, vielleicht von der Masse und vom Volumen, nicht unbedingt das größte Update, aber hier sind tatsächlich einige Stunden reingeflossen, weil es eine recht komplizierte Position ist. Man hat das Treppenhaus, man muss schauen, wie man außen rumkommt, wie man weiter nach oben kommt. Aber das seht ihr jetzt auch, dass ich hier jetzt mir überlegt habe, dass ich ja im Treppenhaus keine Wand reinziehe, sondern 2 Scheiben, was den Vorteil hat, dass das ganze Treppenhaus ein bisschen heller wird, aber zugleich auch noch wir weiter reinschauen können, wenn wir von draußen durch die Fenster reinschauen. Ansonsten seht ihr jetzt auch, wo ich die Position der Treppe mir überlegt habe. Da ist jetzt natürlich wieder Farben, die ich halt so gefunden habe für den Unterbau. Das ist natürlich immer so, was ich billig finde bei Bricklink. Was man nicht sieht, ist ja vollkommen egal, welche Farbe. Ansonsten musste ich da jetzt ab und zu noch ein bisschen umbauen. Aber ihr seht, dass ich jetzt auch die weiße Wand da hochziehe, denn die sieht man ja rein theoretisch vom Treppenhaus. Man sieht es ja auch, wenn man später vom Fenster reinschaut. Wie gesagt, einiges an Arbeit. Jetzt fange ich auch an, hier die Außenwände weiterzuziehen. Das ist alles hier und da ein bisschen zu beachten. Was aber jetzt auch schon auffällt, ist, das Treppenhaus ist, das sieht man in anderer Perspektive später noch ein bisschen besser, ist relativ, jetzt sieht man es hier besser, relativ groß. Deshalb war die Frage dann auch, das wird auch gleich noch zum Thema werden, da muss noch irgendwas rein, damit es nicht so leer aussieht. Aber bis das soweit ist, kommt jetzt erst noch hier ein bisschen die weiteren Arbeit, also die Treppe muss hier noch weitergezogen werden. Dann seht ihr jetzt auch da oben, dass ich anfange mit der Beleuchtung zu arbeiten. Da kommt nämlich jetzt eine kleine Lampe vorne in den Pfosten rein. Das wird gleich passieren. Abseits der Kamera habe ich da jetzt ein bisschen gearbeitet, weil es einfach, ich musste ein bisschen die Steine noch ein bisschen bearbeiten. Ihr wisst ja, dass ich die Steine für die Kabelführung teilweise durchbohre, einfach aus dem Grund, weil es, ja, manche sind jetzt nicht große Fans davon, Steine zu durchbohren. Ich bin da jetzt eigentlich jetzt nicht so pingelig, weil es eben dem Ziel entspricht, eben die Kabel so gut wie möglich zu verstecken. Und ja, der ganze Verteiler landet nämlich dann unter der Treppe. Von dort aus gehen dann alle Kabel weg, die in diesem Modul eine Rolle spielen, beziehungsweise auch dann noch das Kabel, das nach oben gehen wird, um den Strom weiter nach oben zu führen.
Das war ein bisschen, ja, eine knifflige Arbeit, aber es hat sich am Ende, denke ich, gelohnt. Und ihr seht jetzt, die Treppe ist jetzt soweit fast fertig nach oben. Das kleine Männchen, das da vorne liegt, ist mein Abstandshalter. Der hilft mir ein bisschen zu schauen, ob ich auch nicht irgendwie Probleme kriege mit der Höhe, die dann zum Beispiel mit dem Dach oben drüber später zu tun hat, mit dem Dach für die Etage unten drunter. Und jetzt müssten wir eigentlich bald mal zu dem Punkt kommen, dass wir hier auch die Fenster bearbeiten. Das seht ihr jetzt schon, jetzt sind die Fenster alle wieder draußen, denn das Problem war, die Fenster sind zu hoch geworden. Die müssen nämlich ein bisschen niedriger werden, weil wir jetzt nur eine Zwischenetage haben. Diese Zwischenetage ist niedriger als manche Etage in den Wohngebäude, was den Zweck hat, dass wir oben jetzt mal auf eine gleiche Höhe kommen, ungefähr auf die gleiche Höhe. In eine Plate höher, das finde ich aber nicht schlimm. Es ist ja wie gesagt ein Altbau, da gibt es ja auch ein bisschen Unebenheiten und ja, da musste ich ein bisschen das hin und her arbeiten. Jetzt baue ich da hinten noch ein bisschen, versuche jetzt diese Lücke zu schließen. Dadurch, dass alles sehr, sehr verwinkelt ist, was ja eigentlich nicht schlecht ist, weil es ja wie gesagt ein Altbau ist, ist es aber auch schwierig zu bauen, dass man hier irgendwie alles hinbekommt, so wie man es möchte. Ich ziehe jetzt noch die Wände hoch auf der Seite, damit wir hier mal ein bisschen Form kriegen. Und jetzt seht ihr, ich habe jetzt da noch so einen kleinen Cola-Automaten eingebaut und noch ein bisschen Grünzeug. Einfach um da jetzt ein bisschen noch Leben reinzubringen. So ein Cola-Automat gibt es ja ab und zu auch in Wohnhäusern. Damit habe ich zum Beispiel schon ein paar Wohnhäusern gesehen, dass die Leute da auch ein bisschen was an Geld dalassen können, seitens der Hausverwaltung sozusagen. Der Herr, der jetzt immer hier meine Höhenhilfe war, der wird jetzt da fest platziert und holt sich gerade irgendwas vom Getränkeautomaten. Ansonsten seht ihr, habe ich dann noch so einen kleinen Tisch hingestellt. Und jetzt sehr interessant, ihr habt gesehen, wie ich das Modul jetzt mal kurz rausgenommen habe, um unten drunter noch was zu machen. Und ja, ansonsten seht ihr, dass ich dann noch ein paar von diesen weißen Mauersteinen eingebaut habe, ein bisschen mehr Struktur in die Wand zu bringen, hier über der Treppe nach unten und noch ein paar Aufkleber eingebracht habe, die so ein bisschen die Notausgänge kennzeichnen, einfach weil die Wände, dadurch, dass sie eben so weiß waren, sehr, sehr, ja, langweilig waren und ich wollte noch ein bisschen Leben mit reinbringen. Jetzt seht ihr noch, wie ich einfach hauptsächlich erstmal ja, provisorisch auch die Wand auf der anderen Seite hochziehe. Das ist ja dann innerhalb der Kanzlei. Einfach um dieses Modul, soweit ich jetzt bis jetzt gebaut habe, auch weiter oben zusammenbringen zu können, einfach ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen angepasst, also die Wand wird wahrscheinlich noch mal rauskommen, um dann die Wände seitens der Kanzlei ein bisschen verbessern. Jetzt seht ihr aber noch, was ich dann noch überlegt habe, noch ein weiteres Striplight hier oben einzubauen, das eben nach unten auf die untere Treppe beleuchtet. Dazu musste ich noch mal ein paar Umbauarbeiten machen. Glücklicherweise habe ich mich dazu entschlossen, dass ich diesen Verteiler, den ihr jetzt da links im Bild seht, der unter die Treppe gehört, relativ leicht zugänglich habe. Dazu musste ich dann noch mal ein bisschen was bearbeiten. Die Kabel kommen dann nach unten alle rein. Und jetzt habe ich auch noch den Konnektor für nach oben eingebaut. Jetzt kommen noch ein paar Arbeiten, um eben jetzt die ganzen Tiles und teilweise Plates, dass man eben dann die Decke oben drauf bauen kann. Und hier sehen wir jetzt das Endergebnis für den heutigen Tag. Es ist doch einiges zusammengekommen. Ich habe jetzt hier oben noch die Decke reingezogen, beziehungsweise den Boden für die nächste Etage. Erstmal so provisorisch, eigentlich müsste es hier noch ein bisschen weitergehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie weit das Modul hier gehen wird. Ob es jetzt komplett rüber geht oder nicht, das bin ich mir nicht ganz sicher. Es liegt auch daran, wie stabil das Ganze ist, wie schwer das Ganze wird. Normalerweise denke ich, wäre es besser, das getrennt voneinander zu machen. Aber da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es geworden ist. Wir können mal hier ein bisschen durch die Scheiben reinschauen. Dann kann man jetzt hier jetzt sehr schön den Automaten da hinten sehen. Und wenn wir jetzt nochmal hier außen rum gehen, zu den anderen Fenstern. Ich würde sagen, wir gehen mal zu diesem Fenster, dann sehen wir hinten auch schön die Zwischenwand mit den Glasscheiben. Und auch hier kann man gut reinschauen. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Es sind einige Steine hier reingewandert. Das ist ein wichtiger Punkt, denn wir sind jetzt endlich auf der richtigen Höhe, dass wir hier oben zu den ersten Wohnungen kommen. Ihr seht schon, hier ist die Tür, dass die Tür dann hier zum Schlafzimmer führen wird. Das heißt, die Idee ist, dass der Bereich hier vorne das Schlafzimmer wird und die Treppe, die dann noch in das obere Geschoss gehen wird, noch woanders landen. Grundsätzlich die Idee, dass hier ein Gang durch beide Häuser entlang geht, dass man eben hier auch zu den anderen Wohnungen kommt. Wobei ich nicht sicher bin, ob hier jetzt noch eine komplett eine Wohnung kommt oder vielleicht zwei kleinere. Schauen wir mal, auf jeden Fall wird das hier eine Wohnung, hier das Schlafzimmer. Hier kommt ja noch das Bad rein. Und dann haben wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen Platz für eine kleine Kammer etc. oder ein Gästeklo, irgend sowas. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was wir dann noch machen könnten. Ansonsten kann man hier jetzt auch mal so schon reinschauen, wie es hier drin eigentlich aussieht. Das ist ein sehr, sehr rarer Blick, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich seht ihr jetzt hier auch mal so einen Behind-the-Scenes-Blick hier runter in das
offene Chaos, denn das sagt, hier ist ja noch gar nichts fertig unten. Wir sind jetzt in verschiedene Etagen hochgewandert. Das ist einfach der Prozess, in dem ich arbeite. Ich habe einfach noch nicht die richtige Idee gehabt, wie ich das hier gestalten soll. Deshalb sind wir einfach weiter nach oben gegangen. Aber lassen wir das erstmal bis zum nächsten Mal. Ansonsten können wir jetzt mal hier rumgehen und schauen uns das jetzt hier noch von der anderen Seite an. Und sehen hier noch die Straße, ein bisschen das Chaos da hinten ignorieren. Was ich euch sagen kann, ist, dass mein ganzes Beleuchtungsmaterial bekommen ist, um im nächsten Video dann hier die Straße zu verbessern und alles zu beleuchten, die Straßenlaternen, die Autos etc. Das wird ein sehr schönes Projekt, denke ich. Und dann werden wir in absehbarer Zeit auch hier am Gebäude weiterbauen. Aber wenn man jetzt mal hier so ein bisschen reinschaut, das wird ja später mal der Blick sein vom Fluss. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und ich hoffe, euch gefällt es. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Update. Bleibt gesund, viel Spaß beim Selberbauen natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss.